Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch einmal kurz die ganzen Neuerungen vorstellen, welche mit dem Update 0.7.11, dem Reforge Update zu Hypixel Skyblock hinzugefügt wurden. Wie der Name des Updates schon sagt, wurde das gesamte Reforge-System in Skyblock überarbeitet. Die Werte für die ganzen neuen Reforges will ich euch jetzt aber nicht extra vorlesen. Wenn ihr sie nachlesen wollt, habe ich euch die Patch Notes auch in der Videobeschreibung verlinkt. Aber nach aktuellem Stand ist Sharp wohl auf dem Schwert der beste Reforge und Legendary scheint auch ganz okay zu sein. Beim Bogen ist Unreal am besten und eine Alternative wäre auch noch Rapid. Bei den Talismanen sieht es so aus, dass man epische und legendäre Talismane am besten auf Strong oder Godly reforged und auf niedrigen Talismanen ist immer noch der Itchy Reforged sehr gut, aber wenn man schon genügend Crit-Schaden hat, kann man niedrigere Talismane auch auf Unpleasant oder Forceful reforgen. Und auf Rüstung scheint momentan Fierce der neue Meta Reforged zu sein, den die meisten benutzen, aber Pure ist auch ganz gut von den Werten her. Zudem wurde das Reforgen selber auch deutlich angenehmer gestaltet, so hat nun jeder Reforged die gleiche Chance, dass er erscheint, also nicht wie davor mit Godly, welches deutlich seltener war. Um das Reforgen von Talismanen etwas angenehmer zu gestalten, ist es nun auch möglich, den gesamten Talisman-Bag mit einmal zu reforgen. Doch nicht nur, dass man dadurch Zeit spart, wenn man den gesamten Bag mit einmal reforgt, man spart auch einiges an Coins, wenn man diese Option wählt, um seine Talismane zu reforgen. Aber um den gesamten Talisman-Bag zu reforgen, müsst ihr einen Reforge Anvil benutzen, den ihr entweder bei Malik, dem Schmied, findet, oder wenn ihr in der Obsidian Collection Level 10 seid, könnt ihr euch auch selber einen Reforge Anvil bauen, um Dinge auf eurer privaten Insel zu reforgen. Doch neben den Reforges, die man einfach so drauf machen kann, besteht nun auch die Möglichkeit, Dinge mit Reforge-Steinen zu reforgen. Voraussichtlich soll es dann 18 verschiedene Reforge-Steine geben, wovon man aber erst die Hälfte bekommen kann, wenn Dungeons draußen sind, da sie von Gegnern oder Bossen dort droppen können. Die restlichen 9 Reforge-Steine kann man momentan schon bekommen, unter anderem von Drachen. Bei Drachen gibt es nämlich 3 verschiedene Reforge-Steine, einmal Dragon Scale, welches jeder Drache außer der Superior droppen kann. Dann gibt es noch die Dragon Claw, welches von jedem Drachen droppen kann und dieselbe Seltenheit hat wie ein Aspect of the Dragons. Und dann gibt es noch das Dragon Horn, welches nur von dem Superior Dragon droppen kann und dieser Drop ersetzt komplett das Aspect of the Dragons beim Superior Dragon, was bedeutet, dass man das Schwert nicht länger bei einem Superior Dragon bekommen kann. Vom Magma Boss kann man einen Molten Cube droppen. Zu 100% bekommt man von der Brutmutter im Spider-Dan die luxuriöse Spule. Im End kann man auch einen Reforged Stone bekommen, wenn man unten die Vorkommen abbaut, womit scheinbar die glitzernden Blöcke im End gemeint sind. In Deep Cavern kann man gleich 2 verschiedene Reforged Steine bekommen. Einmal droppen die Lapis Zombies zu 1% einen Lapis Crystal und wenn man Diamanterze in Deep Cavern farmt, hat man auch die Chance auf einen Rare Diamond. Und den letzten Reforged Stone, den es momentan gibt, ist Onyx und diesen kann man in Hub bei dem Mining-Händler einfach kaufen. Da jeder seine Sachen neu reforgen muss, ist das Reforgen von Items diese Woche noch halb so billig, wie die Preise dann eigentlich sein werden, also wartet nicht zu lange mit den Umreforgen eurer Sachen. Neben den ganzen Änderungen rund ums Reforgen gab es auch einige andere Neuerungen, so sollte nun auch Attack Speed in Skyblock richtig funktionieren, womit es mit dem maximalen Attack Speed von 100% nun möglich sein sollte, Mobs aller 0,2 Sekunden anzugreifen, anstatt aller 0,4 Sekunden, wie es in Minecraft üblich ist. Nun gibt es auch endlich ein Scaling von Intelligenz bei Waffen, welche Fähigkeitsschaden machen, denn pro Intelligenz macht dann die Fähigkeit 1% mehr Schaden, wie man beispielsweise hier bei den Aspect of the Dragon oder den Leaping Sword sehen kann. Was sich auch viele gewünscht haben und nun endlich ins Spiel gebracht wurde, ist nämlich, dass bestimmte Items eine Skill-Anforderung haben. Welche Items momentan bereits eine Skill-Anforderung haben, habe ich euch mal hier eingeblendet. Und im Hinblick auf Dungeons wurde auch ein Damage Cap eingeführt, welches momentan erst einmal bei dem Magma Boss getestet wird, was so viel bedeutet, wenn ihr mehr als 2000 Schaden am Magma Boss anrichtet, nur noch 10% von diesen Schaden zählen. Also wenn man beispielsweise eigentlich 12.000 Schaden machen würde, würde man jetzt nur noch 3000 Schaden wegen dem Damage Cap machen. Ebenfalls im Hinblick auf Dungeons hat das Dungeon Hub schon aufgemacht, zu dem ihr gelangt, indem ihr das Portal in den Berg am Spawn verwendet. Im Dungeon Hub findet man dann auch, wie am Spawn, die 3 Dungeon NPCs, aber weiter unten finden wir auch noch Guildford, bei dem wir verschiedene Rennen mit verschiedenen Optionen machen können, um einen Katzentalisman zu bekommen, den man bis zu einem epischen Geparden-Talisman upgraden kann, wenn man genügend Rennen erfolgreich abschließt. Im Dungeon Hub selber gibt es auch wieder ein paar Fairy Souls zu sammeln, die Koordinaten der Fairy Souls habe ich euch mal hier eingeblendet und in der Videobeschreibung habe ich auch ein Video mit den neuen Fairy Souls verlinkt. Ansonsten gab es nur noch einzelne kleine Item-Änderungen, von denen wohl das interessanteste ist, dass es nun nicht mehr möglich ist, sich mit den Aspect of the End durch Blöcke zu teleportieren. Ansonsten waren das auch schon die wichtigsten Infos rund um das Update. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch am besten am Update gefällt
Und ansonsten wünsche ich euch auch noch einen wunderschönen Tag und ciao.